Cheers! Guten Morgen! Es ist nicht morgen, Shani, es ist 3 am Nachmittag. Hallo zusammen, willkommen zu unserem wöchentlichen Video. Es hat sich herausgestellt, dass es schwieriger ist, das zweite Video zu machen, als wir gedacht haben. Wir haben es auch schon mal versucht und das hat dann etwa so ausgesehen. Oh, komm, wir fangen nochmal an. Weil Shani eigentlich eine leuchtende Banane ist. Sondern auch. Ich glaube nicht, wie schwierig das ist, das zweite Video zu machen. Ich meine, das erste Video ist schwierig, aber mit so einer Frau ist das zweite viel schwieriger. Und seitdem haben wir uns nicht mehr getraut, einen Satz von. Genau, wir sind beide schrecklich übermüdet gesehen. Und Shani ihre Nase hat gejuckt. Ja, mega fest. Peacemaker! Das ist eine knallrote Nase. Und jetzt habe ich heute Shani gezwungen, um eins zu machen. Aber es ist eigentlich nicht nur wegen der Müdigkeit schwierig, ein zweites Video zu machen, sondern auch wegen dem Thema. Und was ist denn das Thema heute bei uns? Heute ist das Thema, wieso gehen wir nach Japan? Und zwar finde ich das mega anstrengend zu erklären. Aber die Leute fragen das halt immer und es ist ja auch logisch, dass die Leute das fragen. Aber zuerst müssen wir noch etwas klären. Wir haben nämlich nicht nur lange, um ein zweites Video zu machen, und wer weiß nicht, wie lange es geht, bis das dritte kommt, sondern wir haben auch lange uns auf galaktische Ereignisse einzustellen. Was? Ah ja! Ja, ich habe es falsch gesagt. Im letzten Video habe ich gesagt, wir gehen nächstes Jahr im November, aber wir gehen dieses Jahr im November. Zurück zum Thema. Wieso Japan? Ja, genau, wieso? Wieso, Also- Sandro? Das ist schlecht. Japan ist eine kleine Insel im Mittelmeer. Sandro, hör auf, Mann. Und wir haben gedacht, an einem Ort, wo so viele Leute hat, muss es schön sein. Also gehen wir auch dorthin. Nein. Also. Okay, es gibt ganz viele komplizierte Begriffe, die mit dem in Verbindung stehen. Und wir werfen jetzt einfach mal mit denen um. Und versuchen möglichst viel Verwirrung zu stiften. Okay. Aber aufgrund von der Tatsache, dass sich viele gewünscht haben, dass unsere Videos noch informativer werden als das letzte, wo ja schon recht dicht war an Informationen, wollen wir jetzt einfach mal straight raus erzählen, wie das funktioniert hat bei uns. Genau, also ich probiere es den Leuten manchmal so zu sagen, Oh je. dass es wie eine innere Gewissheit ist, dass es einfach das Richtige ist zu machen. Ich bin jetzt die Leute. Oh, das ist schön. Nein, du musst machen, was du fühlst. Weißt du, wenn das dein Weg ist. Oh. Dann Leute, die mehr Zugehörigkeitsgefühl haben, reagieren so. Ja, geht doch einfach mal und schaut und ich kann ja dann immer noch zurückkommen. Genau. Hoffe, dass unser Touristenvisum nach 3 Monaten nicht verlängern wird. Es ist so, dass jetzt in meinem Leben und auch im Leben von Sandro alle grösseren Entscheidungen können wir nicht allein treffen, weil man weiss ja nicht, ob es dann schief rauskommt. Oder? Das ist blöd. Vor allem sicher. Nein, und also einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn ich auf das los, was Gott mir sagt, dann kommt es gut raus. Und bei Japan ist es auch so, ich denke, es ist Gott, der uns die innere Gewissheit gegeben hat, dass wir nach Japan gehen. So erklärst du das den Leuten? Darf ich jetzt erzählen, wie ich das den Leuten erkläre? Ja. Ja? Au, hey, wo ist das gekommen? Ich sage den Leuten, es ist relativ einfach zu verstehen, wenn man an Gott glaubt, und es ist relativ schwierig zu verstehen, wenn man nicht an Gott glaubt. Und nachher reagieren die Leute so. Was? Ja, nein, ich glaube nicht an Gott. Nein, sie reagieren eigentlich nicht so. Nein, sie sagen, ja, erzähl mal. Was? Nein, sagen sie auch nicht. Äh, Grundsätzlich sind die Leute total verwirrt, wenn man so etwas sagt. Und dann sagen sie so, ah ja, okay. Und wollen gar nicht mehr wissen, wie sie angestellt von der Woche kommt. wirklich? Nicht alle, Dann aber erklärst du die einige. Leute gar nicht. Doch, manchmal dann schon. Auf dieses Wenn. Ich bin so aufdringlich. Very nice. Okay, also komm, wir erzählen mal. Es ist vor langer, langer Zeit gewesen. Gianni und ich sind beide noch kleine Kinder gewesen.
Das war 2008, also bevor wir zusammen gesehen sind. Ist das überhaupt interessant für die Leute? Ja, so erklären wir das immer, wenn wir mehr Zeit haben. Und ihr Ja, habt jetzt wenn wir mehr Zeit haben, aber... Ihr habt Zeit, 10 Minuten von eurer Zeit gehabt, jetzt auf uns. Wir sind ja alle so stolz, dass sie das letzte Video durchgekommen sind, aber mit haben wir es nicht so einfach. Also, Gianni und ich, kleine Kinder, 2008, auf dem Bänkli. Das ist mega gut. Ich rede immer mega laut auf Videos, weil ich wichtig bin. Lass mich doch erzählen. Ja, erzähl, nein. Also, los. Gianni und ich, Erzähl. jung und hübsch, Knusper, Pusper, sind noch ein bisschen jünger und hübscher als ich. Wobei... Wir haben uns ganz viel getroffen in dieser Zeit. Das war die Zeit, wo wir uns besser kennengelernt haben, ohne aber die freien Gedanken zu haben. Und wir haben ganz viel geredet und wir haben vor allem... Zumindest er nicht. Genau, sie war 5 Knall. Nein, Also ein Adonis. Das war nochmal eine andere Geschichte. Kannst du mir jetzt mal ein bisschen Ja. Wir haben viel geredet, wir haben viel, vor allem über Gott geredet, weil das Thema hat uns dann wie heute auch noch sehr beschäftigt. Viel über die Bibel und was verschiedene Sachen bedeuten und was das mit unserem Leben zu tun hat und so. Und dann irgendwann, aus einem nicht erfindlichen Grund, haben wir einmal über Mission geredet, obwohl das bis dann für beide überhaupt kein Thema war. Also ich hätte gelacht, wenn jemand gesagt hätte, ja, du gehst nochmal in die Mission, ich nehme an. Disclaimer, Mission. Okay. Also grundsätzlich, Mission heisst einfach der Auftrag. Und also wie irgendeine Mission, die irgendein Agent hat. Jetzt haben wir einfach einen Auftrag von Gott und nicht von einem Menschen. Insofern, das ist, was ein Missionar für uns ist. Man kann natürlich sich dann noch andere Sachen vorstellen, von Zwangsbekehrungen und Folter und Leute umbringen. Ja, ich meine, schau mal, Cortez und die Leute, die sind auch Missionar genannt worden. Wobei, die haben einfach das Gold wählen, die haben nicht den Leuten helfen oder irgendwie etwas verkünden. Genau. Von Also Gott. Mission heisst einfach Auftrag. Genau. Wir haben viel geredet über das Thema und dann plötzlich haben wir über Mission angefangen zu reden, obwohl das kein Thema war. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich auch nicht. Ich habe nie gedacht, dass ich weg werde von der Schweiz oder so. Für Nö. längere Zeit. Ich habe mir gedacht, dass Missionar geht man irgendwo in den Dschungel oder in die Wüste, nach Afrika oder nach Timbuktu. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie es wäre, wenn der nächste Elektrowarenhandel mehr als 2 Kilometer von mir weg ist. Und mir der Wasserkocher explodiert, den ich selber gebastelt habe. Also ich wäre immer gerne auf Afrika. Ich finde Afrikaner so toll und herzig. Ich hätte immer Mischlingskinder haben, das ist jetzt nicht möglich. Sie will afrikanische Kinder von mir. Ich will dafür asiatische Kinder von ihr. Okay. Und meine Chancen schon mal grösser stehen. Hey! Was umweltbedingt, nicht... Ah. Okay. Janine, Wo bist du? Ah genau, wir ja. haben eine Mission geredet. Und Also dann? nein, wir haben über... Das war gerade, als ich mein Schultheater hatte. Dort habe ich die Kaiserin von China gespielt. Und Hey, das war mega geil gewesen. Sie hat einen Augenaufschlag, also Pling, Ring. Leider gibt es kein gescheites Video oder Bild oder Foto oder irgendetwas davon. Dafür gibt es jetzt von dem ein gescheites Video, Bild oder Foto. Wenn ihr auch ein Video, Bild oder Foto habt. Okay, und dann haben wir über das geredet, über Mission und asiatischen Raum, China vor allem. Und ich weiss nicht mehr, was wir geredet haben, aber nach dem Gespräch war wie für beide klar, wir werden mal in den asiatischen Raum gehen, in die Mission. Es war wie eine Gewissheit. Es hat Pam gemacht und nachher ist es für uns ziemlich real gewesen. Aber es war noch nicht klar, wo und so. Und wir sind auch noch nicht zusammen gewesen, also dass wir zusammen gehen, das war auch noch nicht klar gewesen. Wobei, ich habe mich dort schon ein bisschen verwundert. Das hat man nie gesagt. Aber ich habe mich schon ein bisschen verwundert, dass wir plötzlich beide so finden, ja, so Osten, ja, Ostasien, ja, China, ja. Ja, auf jeden Fall. Später sind wir dann zusammengekommen und dann hat Sandro irgendwann die Idee gehabt, Japan. Und ich so, ja, es ist einfach nur wegen Lost in Translation. Das ist mega frech. Ich habe das wirklich gedacht, ja, du findest einfach den Film toll. Genau, und er spielt halt in Japan und ich habe den toll gefunden, dann schon. Mehr als jetzt, würde ich sagen. Und Gianni hat einfach gefunden, ja, so eine Teenie mit seinem Lieblingsfilm. Genau, und dann bin ich später auf Peru gegangen und dort hat es wie Klick gemacht und ich kann es auch nicht erklären. Dort war auch wieder so wie plötzlich eine Gewissheit gewesen, das ist der Ort, wo er uns hinschickt. Und ja, und dann war es klar gewesen, aber... Ja, Janine, du bist in Peru gewesen, jetzt erzähl doch mal. Wir sind viel zu informativ gewesen heute. Genau, wir müssen noch ein bisschen Nonsens machen. Also Leute fragen mich auch immer, ah ja, du gehst auf Japan, schön, hast du denn deine Frau Japanerin? Sag ich, nein, das ist ein Spiel. Ah, schön, ja.
Auf, mein Bart geht doch sonst weg. Ja. Ich habe extra den Morgen angeklebt. Könntest du ihn Fürs endlich mal Video. rasieren? Ich bin ein Hipster. Er hat schon eine richtige Schnauze. Das ist mega schlimm.